Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich von dem Trans-Euro-Trail in Rumänien immer noch ein leichtes Trauma habe. Auf Schotter und Schlamm zu fahren ist die eine Sache. Das gleich direkt an einem 300-Meter-Abhang zu machen, eine ganz andere. Um mich danach dem Offroad-Fahren wieder anzunähern, bin ich letztes Jahr mit meinem Kumpel Niklas den Trans-Euro-Trail von Lübeck nach Polen gefahren. Das war im November und ein mega Saisonabschluss. Und weil man ja da weitermachen soll, wo man aufgehört hat, treffe ich Niklas auch schon direkt am ersten schönen Märzwochenende wieder. Diesmal wollen wir von Hamburg aus den Trans-Euro-Trail Richtung Westen bis in die Niederlande fahren. Mein Plan ist, auf dem Weg nach Hamburg noch eine Offroad-Strecke bei Celle mitzunehmen. Dann über die Autobahn nach Hamburg und ab dem folgenden Tag erst durchs alte Land bis Wischhafen und ab da dann in den TED bis in die Niederlande, soweit wir kommen oder Lust haben. Es ist schweinekalt draußen, gefühlt nur 4 Grad oder so. Ich ziehe jetzt alles an, was ich habe, und dann will ich so quer übers Land bei Celle lang und dann auf die A7 Richtung Hamburg. Celle ist übrigens zu empfehlen. Sehr schöne kleine Altstadt. So. Ich glaube, das hier müsste es sein. Was mir mein Kumpel geschickt hat. Zumindest darf man hier reinfahren. Also, zumindest ist hier kein Schild, das sagt, man darf hier nicht reinfahren. Ist überall militärischer Bereich. Sollte man nicht falsch abbiegen. Fuck me, von dem Sand hat er allerdings nicht gesprochen. Immerhin ist alles trocken. Und das Ende ist in Sicht. Fuck me. Ich bin nach dem Winter noch ganz schön eingerostet und der Sand macht schon immer Probleme. Ich soll es hier noch nicht ahnen, aber der richtige Sandkasten kommt erst noch. Oh, gut. Panzer hier lang. Das ist auf jeden Fall beruhigend. Ich hatte es mir entspannter vorgestellt. Das war schon mal echt geil bis hierher. Also man fährt hier rechts und links, ist zum Teil militärisches Sperrgebiet, aber geradeaus darf man fahren. Dann kommen mal Schilder, ja, Achtung Panzer oder Panzer hier lang. Dann ist mal irgendwann wieder so ein Ponyhof oder zumindest ein Pferdehof oder irgendwo, wo es Pferde gibt. Aber es ist ja hier eh nie so weit, also so weit kannst du da jetzt nicht mehr runter sein. Und das Gute jetzt immerhin ist, hier muss ich mir keine Gedanken mehr machen, dass mir ein Panzer entgegenkommt. Also zumindest wenn das Schild auf der anderen Seite von dieser Straße steht. Aber ich vermute es jetzt einfach mal. Ja, jetzt muss ich mich schon ein bisschen ranhalten, dass ich dann nicht erst ultra spät in Hamburg bin. Und so. Der Sponsor des heutigen Videos bin ich. Unter benensmototours.com findet ihr meine Packliste, GPX-Files, Bildbände und natürlich den üblichen Merch. Und wenn ihr die Videos vor allen anderen sehen wollt, dann werdet doch einfach Mitglied des Kanals. Ich produziere meine Videos zum Teil Wochen im Voraus und mit der Kanalmitgliedschaft kriegt ihr die Videos einfach immer sofort. Wir sind ready. Mal gucken. Es hat leider noch mal geregnet die Nacht. Es ist die Frage, wie viel Schlamm uns erwartet. Aber wir schauen mal. Jetzt geht es erstmal durchs alte Land bis nach Wischhafen und dann geht es in den
Quartett Richtung Holland. Mit den 4 Taschen sieht das schon so ein bisschen wie so ein, fast schon so wie so ein Maulesel aus, ne? Ist schon fast herrschaftlich, ne? Aber hier sind immer noch Obstfelder. Obst. Vermutlich 90% Äpfel, vielleicht ein paar Birnen. Oh, Kirschen wahrscheinlich auch. Man dümpelt hier so mit 50 vor sich hin. Der Wind von der Elbe pfeift einem hier echt durch jede Ritze. Und so richtig wärmer wird's nicht. Bisschen ist hier auch. Man hat was zu gucken, schöne Häuser, große Obstfelder, bisschen Wasser. Aber hier immer nur 50-30 fahren. Boah, das ist dann halt schon ein bisschen zu wenig kurvig dafür, dass das dann so richtig fetzt. Aber das schaut so aus, dass das hier nicht mehr in Betrieb ist. Ja, nachdem die schöne Fähre über die Oste so in der Winterpause war, musste man hier ganz schön gucken, wie man wieder auf den Trail zurückkommt. Wird auf jeden Fall kleinteiliger hier. Wollen wir da auf den Betonblöcken Mittag machen? Da kann man ganz gut sitzen und hier ist es mal ausnahmsweise windgeschützt. Um die Reisekasse diesmal etwas mehr zu schonen, haben wir uns vorgenommen, nur selber zu kochen. Bei Instant-Nudeln kommen mir direkt Erinnerungen an die Studentenzeit hoch. Na gut, bei 8 Grad schadet das nicht. Ja, wie gesagt, und dann, ich habe mir dann immer so 2 Packungen von diesen kleineren Yum-Yum-Dingern gemacht. Da kommst du ungefähr die gleiche Menge raus. Und 2 Eier dazu. Der Trans-Euro-Trail bis hierher waren zwar recht kleine Sträßchen, aber noch recht wenig unbefestigte Straßen. Das ändert sich jetzt. Schwimmen. Jawohl.
Hey, Sandfelder sind fies, ne? Krass, ey. Aber du kannst ja auch, du musst hier keinen Wolf heben, ne? Du kannst auch einfach darauf gucken und warten. Wir können das zu zweit machen. Ja, ging. Hast du ja was getan? Nee. Nur einfach rübergeflogen. Aber alles gut. Also das macht echt Bock, hier zu fahren. Aber der Wind pfeift am Kopf. Es ist eiskalt. Und man hat immer wieder so fette Sandfelder. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das ist halt echt, man kommt da runtergeschossen oder halt nicht geschossen, aber man fährt halt so geile Schotterstraße, mega, alles super, fühlt sich total sicher und dann geht das hier so leicht runter und auf einmal wird's von jetzt auf gleich, hat man halt hier so echt recht tiefen Sand. Da geht einem dann schon die Muffe, wenn dann auf einmal das Vorderrad nicht mehr so ganz so geil die Spur hält. So, jetzt ziehen wir mal wieder Prinz Eisenmies herzlich an und wir fahren weiter. Traktionskontrolle auf. Ein F, soll ich da mal drauf drücken? Wurzel. Meine Fresse, sind hier schon Furchen reingefahren. Architektonisch schöne Brücken über die Lune. Gar nicht mehr so klein. Hier ist auf jeden Fall so, wenn ich hier ein bisschen wegrutscht und im Graben landest, dann kannst du halt auch gleich aufhören. Dann brauchst du auch keinen Abschleppdienst mehr rufen, wenn du in dem Entwässerungsgraben hängst. Dann kannst du hier nur zum nächsten Bauern gehen und fragen, ob der einen Gabelstapler hat. Oder ob er dir ein Stück Metall, einen Trecker hier rauszieht. Meine Fresse, muss das hier eine Sumpf-Moor-Torflandschaft gewesen sein, dass die so fette Entwässerungsgräben überall gebraucht haben. Ab Bremerhaven fahren wir dann fast wieder nur Asphalt. Wir finden aber immerhin bei Booking ein richtiges Biker-Hotel. Das ist zwar noch so weit weg, dass wir erst weit nach Sonnenuntergang ankommen, aber da die Strecke hier nicht mehr über Schotter führt, sind wir froh, dass wir noch gut Meter machen können. Was mir gerade eingefallen ist, Biker-Hotel kann natürlich auch einfach Fahrradfahrer meinen. Das ist sogar einfach viel wahrscheinlicher, als dass die Biker im Sinne von Motorradfahrer meinen. Weil welcher Motorradfahrer soll hier schon in diese Region kommen? Außer man ist halt wirklich so bescheuert und fährt halt diesen Trans-Euro-Trail von Holland. Also das macht ja keiner. Und wenn man dann auch weiß, dass das hier eigentlich nicht so mega spannend ist, dann wird das jetzt mal interessant, ob das jetzt halt ein Biker-Hotel im Sinne von Fahrradfahrerhotel oder ob das jetzt ein Biker-Hotel im Sinne von Biker-Hotel ist. Ich habe ja gerade noch gemunkelt, dass es kein Biker-Hotel ist, sondern ein Fahrrad-Biker-Hotel, weil wer will in dieser Region schon ein Biker-Hotel sein? Aber es ist eindeutig geworden. Wir sind in einem Biker-Hotel, aber so wie es aussieht, die einzigen Gäste. Zum Abendessen gibt es YouTube und gutes Zeug vom Aldi. Aber tatsächlich ist es so, dass es kommt ganz selten vor, dass mir YouTube da wirklich mal was ausspuckt, was ich jetzt wirklich gerade, was ich interessant finde und so. Das letzte Mal, als ich was gesehen habe, war das irgendwas von einem Beitrag von Louis mit so Gadgets, wo sie darüber berichtet haben, dass es auch mittlerweile LED-Nachrüsttüren für H4 gibt. Good morning, it's getting there. Ja, Nacht war okay. Aber ich komme trotzdem irgendwie nicht so richtig heute aus dem Tran raus. Dafür lockt das Wetter mit strahlendem Sonnenschein bei 3 Grad. Aber es wird noch wärmer. Ja. Fahren wir los, ne? So, tschüss, Familienbiker-Hotel zur Schanze.
Trans-Euro-Trail ist jetzt hier auch nicht wirklich trailig, aber es ist extrem schön. Ah, schön. Mach dich weg, Taube. Weg. Traumhaft schönes Brückchen hier. Das Wetter ist geil, die Strecke ist schön, aber hier sind alle Straßen ausgebaut. Das ändert sich dann direkt hinter der Grenze in den Niederlanden. So einen halben Nature Valley Crunchy Haut und Anni. Ja. So ein kleines. Die sind nämlich immer, die sind immer so zu zweit. Als ob man immer quasi nicht alleine essen soll. Oh. So, tschüss. Trans-Euro-Trail Deutschland. Hallo. Trans-Euro-Trail Holland, Niederlande. Und so wenig Trans-Euro-Trail, so wenig Trail. Wir jetzt am Ende in Deutschland hatten, so schön steigen wir in Holland, in den Niederlanden hier wieder ein. Sand, das ist immer weniger spaßig, als ich so denke. Schon nett, dass wir gleich wieder Sand kriegen, ne? So. Aber rein theoretisch könntest du das wahrscheinlich richtig hart ballern, weil es ist so fest da drunter, aber es ist so, ich traue mich das so brutal nicht. Ja, ja. Ah, ja, links ein Fluss, rechts ein Kanal. Gut, ich meine, in den Kanal wird man jetzt nicht so fallen, da sind genügend Bäume dazwischen. Aber irgendwie ist es im Kopf, hier ist genug Platz. Aber im Kopf denkt man sich so, Dies ist dann schon wieder kalkulierbarer. Das macht richtig Bock. Und jetzt drehen wir quasi wieder um. Wir fahren den Kanal wieder zurück auf der anderen Seite. Zu dem Aldi? Da war auch ein Video. Aber ja, das zu Aldi. Gedöns von dem. Wenn der voll ist, also bis ich mal oben max, braucht ihr 1 Minute 35, bis das ganze Wasser kocht. Und das ist halt, also dafür ist halt mega. Ich weiß ja nicht, ob wir noch eine frische kriegen irgendwann. Aber beim Aldi gab es auf jeden Fall schon mal Blätterteig oder Frikandel. Frikandel. Was ist das nur für ein geiles Wetter? Ich muss auch sagen, das Wetter macht natürlich jetzt viel aus, aber die Niederlande begeistern mich hier schon. Oh, du nimmst den easy way out oder was?
das ist jetzt so vom Streckenausbau her richtig nice. Hier sind doch überall Bänke, man könnte hier überall Pause machen. Es ist ziemlich geil, dass man hier einfach fahren darf. Aber die grüßen hier alle nett, der lächelt. Da hat keiner so ein, du darfst hier nicht lang fahren. Was so, die freuen sich. Das ist mal so. Wenn du mir 2019, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe und dieses Motorrad gekauft habe, mal jemand erzählt, ja, aber irgendwann, da wirst du auch durchs niederländische Flachland fahren und das wird ganz schön geil sein und das wird man genießen. Hätte ich gesagt, so bescheuert. Was für eine Sonnenkosten. Oh. Das ist wieder fest genug, dass ich mich stehen traue zu fahren. Falls du nach der Sandpartie jetzt keinen Bock mehr hast, wir können auch in dem Golfer-Hotel fragen, ob die noch ein Zimmer haben. Ja, das war anstrengend. Hä? Also, wir können uns auch richtig Freunde machen. Einfach da jemand Ja, genau. Let's go. Fahren wir? Ja, hier besseres Bike. Ist gut. Ja, das mal versuchen hier, aber das geht gut. Ja, aber es ist besser. Es ist schwer. Schwer, viel zu schwer. Ja, das geht auch an. Ja. Musst ein bisschen tanzen. Ja, Ja, schön. Top. ja, Dann viel Spaß. viel noch. Spaß. So, auf zum letzten Abschnitt für heute. Wir fahren das jetzt hier noch zu Ende bis zur Hauptstraße und fahren dann straight zum Hotel. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber der Sonn war das günstigste Hotel, das man hier buchen konnte. Angekommen, eingecheckt, sogar mit kleinem Balkon. Obwohl man sagen muss, das Hotel macht so ein bisschen einen auf Blendau hier. Also die Zimmer sind alle top neu modernisiert. Im Flur denkst du, du bist irgendwo in den 80ern hängen geblieben.
Aber das ist ganz nett. Und halt für, keine Ahnung, also wir haben gestern das gleiche bezahlt in Deutschland und dafür ist das qualitativ hier um 3 Stufen besser, also oder 4 sogar. Also top in Ordnung. Jetzt gibt es noch ein kleines Bier. Dann geht's unter die Dusche. So. Und dann wird morgen wieder weitergeballert. Cheers. Ich hatte den Plan, etwas mehr Wasser zu trinken, aber ja. Ja, ein bisschen Wasser ist nachher auch drin. Dem heute Morgen noch alles zugefroren war. Zumindest der Raureif da noch. Als gefrorener Film über den Wiesen lag. Kriegen wir heute ja richtig, richtig geiles Wetter zum Fahren. Heute ist auf jeden Fall schon mal deutlich mehr los. Also wir haben jetzt schon 4, 5, 6 Leute gesehen, die hier auch auf der TED unterwegs sind. Auf dem TED unterwegs sind? Dem TED. Ah. Geil, also das war richtig gut. Sowas finde ich richtig, richtig geil. Das macht immer deutlich mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit Angst hat, dass man sich gleich auf die Schnauze legt. Solange der Untergrund nicht so zu brutal lose ist, macht das einfach so viel Spaß, es ist so geil. Immer dran denken. So 60er-Söhne. Wenn man hier wahrscheinlich schnell genug wäre, würde man einfach drüber hinwegfliegen, aber die schönen Waldschotterwege scheinen schon wieder vorbei. Wir müssen uns schon wieder mit festerem und loserem Sand begnügen. Das Wetter ist geil, das Fahren macht Spaß und wir sind viel schneller unterwegs, als wir erwartet hätten. Das heißt aber auch, der Rückweg wird immer länger und die Wettervorhersage für den Rückfahrtag sagt Schneeregen voraus. Dazu kommt noch, der Sand kostet Kraft und wir sind schon ziemlich platt. Beim Mittag auf dem Boden vor dem Supermarkt beschließen wir es gut sein zu lassen. Von hier können wir es noch ganz gut nach Wolfsburg schaffen, bevor die Sonne weg ist und es wieder kalt wird. Dass die Niederlande so viel Offroad-Spaß haben, hätte ich niemals erwartet. Liebe Menschen, tolle Landschaft und viel Sand. Das muss einem bewusst sein. Rückblickend hätten wir vermutlich einfach etwas Luft aus den Reifen lassen sollen. Vielleicht wäre es dann einfacher gewesen. So oder so muss es nicht immer in die Alpen oder die anderen großen Bergketten Europas gehen. Wir haben einen Kontinent vor der Haustür, der an Vielfalt einfach einzigartig ist. Ich mag diese Touren, weil sie etwas sind wie kleine Vorspeisen. Es ist das kleine Training, das die Vorfreude auf die große Tour aufbaut. Die Touren, auf die man sich ein ganzes Jahr vorbereitet, die man schon seit Jahren im Kopf hatte und auf die man sich wie ein Kind an Weihnachten freut. Ich bin unendlich dankbar dafür, diese großen und kleinen Touren fahren zu können und die Freude daran mit anderen zu teilen.
dancing in the bright light.